Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin dein Host Richie und habe wieder eine Folge vom QS-Tag 2023 aus Frankfurt mitgebracht. Im Gespräch waren Felix, Alicia und Christoph und wir haben uns über ein sehr spannendes Projekt bei der HUK Coburg unterhalten. Und zwar hatten die eine spannende Reise, was die Testautomatisierung ihrer mobilen App angeht. Mit ein paar mutigen Schritten, wie zum Beispiel das Wegwerfen einer ganzen Testautomatisierungslösung und der Aufbau einer komplett neuen, was man nicht alle Tage macht. Über ihre Erfahrungen erzählen sie jetzt hier im Podcast. Und wenn du Spaß an diesem Podcast hast, Inspirationen kriegst, neue Gedanken und was lernst oder auch schon mal was gelernt hast, dann bewerte doch gerne den Podcast auf den üblichen Plattformen und checke mir Feedback an podcast@software-testing.fm. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo, schön, dass ihr da seid, hier beim Podcast Software Testing live am QS-Tag. Ihr seid der erste Slot heute. Ganz frisch die Technik aufgebaut und jetzt geht's los mit den Aufnahmen hier im QS-Tag. Ja, sitzen wir hier zu viert, volle Truppe, so viele Gäste hatte ich noch nie im Podcast, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, aber ich denke, wir kriegen das gut hin. Und ihr habt so das Thema Testautomatisierung, Mobile App, wir dürfen es ja sagen, ihr seid von HUK, von der Versicherung, die kennt der eine oder andere. Und ihr habt quasi da einen Weg beschritten, wie ihr da eure App testet und so. Erzählt mal ein bisschen, was war denn so eure Herausforderung? Wie ging's denn los überhaupt? Alle schauen mich an. Ja, also es war ein recht steiler Weg, muss man sagen. Also wir testen ja die HUK Mein Auto App, das ist die Telematiklösung der HUK Coburg. Und wir waren von Anfang an der Meinung, dass wir eben eine Testautomatisierung benötigen. Also wir sind auch ein agiles Team, dementsprechend hat das auch ganz gut gepasst. Ehrlicherweise sind wir aber halt ohne große Vorbereitung da mal rangegangen. Also wir haben einfach losgelegt, wie es auch der agile Gedanke eben ist. Und ja, sind eben damit ein bisschen, auf Deutsch gesagt, hingefallen, möchte ich mal so sagen. Also das hat nicht funktioniert, unsere erste Lösung bei der Testautomatisierung. Mussten dann eben mehr Kapazitäten in den manuellen Test stecken. Und irgendwann sind wir aber dann trotzdem zu dem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, naja, wäre trotzdem aber schön, wenn wir eine funktionierende Testautomatisierung hätten. Aber was hat denn konkret nicht funktioniert? Weil ich glaube, da können sich wahrscheinlich die einen oder anderen Zuhörerinnen auch identifizieren. Ja, ich glaube, wenn man es runterbricht, hat unsere Testautomatisierung Aufwände produziert, statt irgendwie zu entlasten. Das ist schon mal ein ganz schwieriger Punkt. Und das Zweite war auch, wir hatten kein Vertrauen in die Testautomatisierung. Also wir haben Runs gehabt, die waren komplett grün in der Testautomatisierung, währenddessen im Regressionstest 20, 25 kritische Fehler gefunden wurden. Das heißt, das Ziel der Testautomatisierung wurde komplett verfehlt, weil sie sollte ja irgendwie die QA unterstützen, ein bisschen entlasten, auch für Sicherheit sorgen. Und das war einfach nicht der Fall. Also das sind ja die zwei Hauptaspekte, wo man sich davon wünscht, und das war leider nicht da. Okay. Ja, und also ihr habt das Problem erkannt, das ist gut. Habt die Idee gehabt, ihr wollt aber trotzdem eine Testautomatisierung haben, also weil die manuellen Aufwände auch sehr hoch waren, nehme ich an, ne? Also tatsächlich haben wir sie erstmal komplett eingestellt. Also wir waren irgendwo an dem Punkt, wo man sich dann überlegt hat, okay, machen wir weiter oder stellen wir das Ganze ein? Wir haben uns dann dafür entschieden, das Ganze einzustellen, weil es einfach kosten-nutzen-technisch keinen Sinn mehr gemacht hat. Und auch in agilen Projekten ist ja der Kosten-Nutzen-Faktor einfach da. Wir können jetzt nicht sagen, okay, wir machen nur eine Testautomatisierung, dass wir es auf der Fahne haben. Dass wir sagen, wir machen Testautomatisierung, das ist es ja am Ende nicht. Also es muss ja auch was bringen. Dementsprechend haben wir es tatsächlich eingestellt, ganz lange sogar, so ganz lange in Anführungsstrichen. Wir haben 4-5 Monate überhaupt nichts gemacht in Richtung Testautomatisierung, haben dann das Scheitern im Endeffekt aufgearbeitet und haben dann einen komplett neuen Anlauf gemacht. Also wir haben auch nichts verwendet von dem, was wir davor genutzt haben, einen kompletten harten Cut gemacht und komplett neu angefangen nochmal. Und die Besonderheit war, glaube ich, auch, wenn man überlegt, wir haben 2018 angefangen, die App zu entwickeln, haben 2018
nach wenigen Monaten gleich mit der Testautomatisierung angefangen und haben dann, Christoph, ich muss mich ein bisschen orientieren, wir haben angefangen 2022. 22, ja. Ja, Ende des Jahres. Ja, Ne? genau. Wir haben Kurz vor Mitte Weihnachten noch. 2022 die Testautomatisierung abgebrochen. Mhm. Das heißt, da steckten 4 Jahre Arbeit drin. Dann dieses halbe Jahr Pause. Und jetzt sind wir seit Ende 2022 eben mit der neuen Lösung am Start. Ja, finde ich einen total mutigen Schritt, weil also ich kenne das in Unternehmen häufig anders. Das wird dann so weit, lässt man weiterlaufen, weil man hat es ja, ne, auch wenn es keine Aussage mehr hat. Man hat schon so viel reingesteckt und jetzt bloß nichts ändert. Also wieder auch da ganz mutig zu sagen, nee, machen wir nicht mehr, drehen wir ab und fangen von Neuem an. Ja, war auch kein leichter Schritt. Also wir haben das halt aus dem QA-Team raus initialisiert, dass wir dann auch wirklich mal aufgezeigt haben, hey, das bringt uns einfach nichts. Also wir sind besser dran, wenn wir nur rein auf die manuelle QA setzen, da wir auch sehr gute manuelle Tester haben. Natürlich kam aber dann auch vom Management halt die Seite, aber wir haben ja so und so viel Geld schon reingesteckt. Was ist damit? Und das waren harte Diskussionen. Ne? Also am Ende tat es auch furchtbar weh zu sagen, ja, das ganze Geld war für die Katz im Endeffekt, weil es uns Stand jetzt einfach nichts gebracht hat. Also das hatte auch, glaube ich, was mit dem Reifegrad des Teams zu tun. Ich persönlich glaube, dass wir tatsächlich zu früh angefangen haben. Ein Team muss sich erstmal finden, muss auch seine Rolle finden und muss auch erstmal mit seinen Aufgaben klarkommen. Und wenn du dann eben eine Testautomatisierung oben drauf packst, die nur Aufwände erstmal erzeugt, dann ist jeder natürlich auch davon genervt und sagt, bloß weg mit dem Zeug. Ne? Ja. Und ja. Kannst du uns noch ein bisschen reinholen, technologisch, eine App klingt ja, das kann ja ganz viel sein. Ne? Das kann eine kleine Website sein, ne? Die nennt man dann App, ne? Oder eine richtige App, eine Native-App. Aber was habt ihr denn da für einen Technologie-Stack, den ihr da überhaupt bedienen müsst? Ja, also im Endeffekt ist es eine Technologie, dass die App Mein Auto eben in Verbindung mit einem Telematiksensor arbeitet und dieser Telematiksensor zeichnet die Fahrdaten des Nutzers auf und anhand von den Fahrdaten kann der Nutzer eben Beitrag sparen, indem er eben sehr sicher fährt und zum Beispiel Kriterien wie Geschwindigkeit, Beschleunigung, Brems- und Lenkverhalten dann ausgewertet werden. Und das ist natürlich ein enormer Technologieaufwand und im Endeffekt ja auch eine monetäre Leistung. Ne? Also wenn das nicht funktioniert, melden sich die Nutzer bei uns wirklich sofort. Und sind das native Apps, die also wirklich auf Geräten laufen oder also so eine iOS-App, Android-App, so wie man sich vorstellt? Genau, also die sind im App Store, im Play Store erhältlich und werden dann heruntergeladen. Ja, okay. Also es kam dann die Entscheidung, wir machen es neu und dann? Ja, und dann hoffentlich richtig. Genau. Ja, das ist ja die Gefahr, ne? Wenn du sowas einstellst und sagst, du willst es komplett neu machen, dann hast du schon einen gewissen Druck, es auch diesmal richtig zu machen, weil wenn dieser Versuch ein zweites Mal scheitert, dann ist es natürlich noch schlimmer. Ja, wie haben wir das gemacht? Wir haben das eher klassisch gemacht, also wir haben ganz viele interne Workshops gemacht, wo wir einfach mal die Leute gefragt haben, hey, warum hat es denn aus deiner Meinung nach nicht funktioniert? Also wir haben das wirklich sehr detailliert aufgearbeitet, haben dann auch aus den verschiedenen Rollen mal gefragt, vielleicht was möchte ein Product Manager, was möchte ein Testmanager, was möchten die manuellen Tester, was möchten die Entwicklung, und dann alle mal ein bisschen auf einen Punkt zu bringen, dass man sagt, okay, wir brechen das jetzt mal runter und definieren für uns 2 Ziele. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben das Scheitern aufgearbeitet, haben uns dann entschieden, okay, wir machen weiter, das war ganz wichtig, und haben dann aber gesagt, okay, wir definieren dafür einen Anforderungskatalog. Macht man in der agilen Welt, glaube ich, normalerweise nicht. Da ist jetzt eher so dieses schnelle Scheitern, ne? Man probiert was aus, wenn es nicht funktioniert, macht man irgendwas anderes. Bei so einem Umfang, also eine Testautomatisierung, ist ja sehr, sehr umfangreich, kostet auch eine Menge Geld, muss man ehrlicherweise sagen. Da muss man sich einfach Gedanken davon machen. Das haben wir im ersten Schritt nicht gemacht. Ich glaube, daran sind wir auch gescheitert. Und im zweiten haben wir eben wirklich einen Anforderungskatalog runterdefiniert, wo wir gesagt haben, okay, wir definieren wirklich runter, was soll dieses Tool können, was soll das auch vielleicht nicht können. Also auch die Grenzen irgendwo abgesteckt. Und ja, am Ende des Tages sind wir dann, glaube ich, zu 2 großen Zielen gekommen. Und die 2 großen Ziele waren, dass ein nicht technischer Anwender, also ein Nicht-Entwickler,
im Endeffekt Testfälle spezifizieren kann und auch ausführen kann. Das geht so in Richtung manuelle QA, soll mit im Boot sein, soll Testfälle spezifizieren können, soll sie ausführen können, also unterstützt es die QA. Und der zweite große Faktor, das geht ein bisschen in Richtung Mobile Testing, war eben die Gerätevielfalt. Alice hat es wunderbar erklärt, die App hat auch irgendwo einen monetären Anreiz. Wenn die Fahrtaufzeichnung nicht funktioniert oder Features nicht funktionieren, hängt da ein Versicherungsprodukt dran. Und die Deutschen sind da sehr, sehr sensibel bei einem Versicherungsprodukt, ne? Weil jeder hält sich für den besten Autofahrer und geht auch davon aus, dass er die 30% auf jeden Fall abräumt. So, und wenn du dann halt irgendwie einen Bug drin hast und dann geht mal 3 Wochen die Fahrtaufzeichnung nicht, das ist ein Fiasko. Da steigt uns der Kunde aufs Dach, der Support steigt uns aufs Dach und am Ende dann auch die Abteilungsleiter, ne? Weil das türmt sich alles weiter auf. Und da ist halt die Schwierigkeit für uns, wir bieten das ja auf Android und iOS an. iOS kriegt man noch ganz gut abgedeckt. Die haben jedes Jahr ihr neues Modell, die haben 3 Displaygrößen, die haben meistens immer das neueste OS gleich installiert. Kriegst du halbwegs ganz gut hin. Aber auf Android, also wenn ich schätzen müsste, glaube ich, gibt es eine 3-stellige Anzahl an Kombinationen mit Geräten, wahrscheinlich noch mehr, mit Typen und mit OS-Systemen. Das kriegst du nicht abgetestet. Da kannst du die besten Tester haben. Das fehlt dann einfach an der Quantität. Du kriegst es nicht hin. Und deswegen war das zweite Ziel eben die Gerätevielfalt zu verbessern. Dass wir gesagt haben, okay, wir wollen einen Stack haben von 60-70% Testautomatisierung. Höher wollen wir gar nicht. Aber dafür läuft es auf 10 verschiedenen Geräten und hilft uns dadurch auch mehr die Qualität zu sichern. Das heißt, runtergebrochen waren es 2 große Ziele. Einmal eine Anwenderfreundlichkeit und einmal eine Qualitätssteigerung durch Gerätevielfalt. Ja. Spannend, also wirklich auch zwei Sachen, an denen man sich auch orientieren kann, ne? Weil häufig, also so Ziele, da gibt es ja dann ganz viele Wünsche, ne? Weil du hast gesagt, ja, Projektleiter, weiß nicht, Product Owner, Testmanager, alle haben so ihre Vorstellungen, was da passieren soll. Na, das ist ja meistens ein Blumenstrauß, ne? Aber sich da noch 2 zu committen, das finde ich schon gut, und das da runterzubrechen. Ne? Also die Aufarbeitung, das ist ja tolle Sache, ja. Das heißt, ihr habt die 2 Ziele gehabt. Das war ja dann, also ja, Ende letzten Jahres schon soweit, oder ist das schon in diesem Jahr jetzt dann den zeitlichen Faktor auch? Wir haben konkret, glaube ich, im Sommer haben wir die Testautomatisierung beendet, sprich auf Eis gelegt. Dann hatten wir, glaube ich, im August diese Workshops. Ja. Das war auch echt toll. Also wir haben da auch einen anderen Services, der auch eine mobile App entwickelt, die noch überhaupt keine Testautomatisierung hat, mit reingenommen. Und haben dann praktisch in einem Workshop von verschiedenen Teams Pseudo-Lösungen ausarbeiten lassen. Also wirklich auf der grünen Wiese, wie würde die perfekte Testautomatisierung für euch aussehen? Solche Workshops waren das, ne? Also wirklich auch mal was Neues probiert. Und wir haben dann August, September eben diesen Anforderungskatalog gemacht. Da haben wir uns auch recht viel Zeit genommen. Also wir haben auch wieder von verschiedenen Rollen Input geben lassen. Das hat auch ewig gedauert, bis das Ding mal stand, weil jeder hat dann, es waren ja auch irgendwie konkurrierende Ziele, ne? Und da musstest du diese auflösen und dann wieder definieren. Also das war für ein agiles Team eigentlich nicht üblich, sage ich mal, aber notwendig. Und dann haben wir im September, Oktober dann extern ausgeschrieben, aber mit der Prämisse, dass der Anforderungskatalog eingehalten wird und dass es einen POC gibt, also ein Proof of Concept, dass praktisch mindestens 3 Testfälle eingereicht werden müssen und wir die uns erstmal angucken. Weil ich glaube, wo wir halt auch hingefallen sind, war, dass wir nicht geprüft haben, ob es wirklich auf uns passt. Also das war andersrum. Wir haben uns auf das Tool angepasst oder auf die Automatisierungstechnologie. Und dieses Mal wollten wir es andersrum machen. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir wollen erst die Testfälle sehen, gucken, ob das zu uns passt und erst dann geben wir das okay. Weil auf dem Papier kann immer alles schön aussehen, aber am Ende muss es auch für uns stimmen. Ne? Ja. Genau, und so kam Firma Imbus und Christoph dann ins Spiel. Ja, genau. Also hast du ja schon gesagt, ihr wart ja vom Reifegrad eigentlich schon relativ weit. Also oft ist es bei uns so, wenn wir dazukommen, müssen wir viele von den Steps, die ihr jetzt schon davor gemacht habt, eigentlich, ja, es ist bei uns Standard, dass wir sowas wie einen Anforderungskatalog erstmal mit dem Kunden zusammen definieren, dass halt wirklich dann ja die richtigen Anforderungen oder die Tools nach den richtigen Anforderungen ausgesucht werden. Da habt ihr ja schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Das war ja schon mustergültig eigentlich. Und ja, auch so von den Testfällen und so waren die auch schon, ja, schon einen sehr hohen Reifegrad gehabt. Also
das war für uns schon mal eine gute Voraussetzung, irgendwo überhaupt zu starten. Genau, hatten dann trotzdem nochmal die ganzen Anforderungen verfeinert am Anfang, den Kriterienkatalog runtergeschrieben, gewichtet und genau, haben dann ein paar Tools ausgewählt und die eben da nach den Anforderungen einsortiert. Also es ist ja total spannend, weil es ist ja eigentlich der Bilderbuchprozess, ne? Wie man ein Tool auswählt oder wie man da hinkommt. Da steht ja in allen Lehrplänen fast drin, hinten das Kapitel Tools oder sowas, wie macht man ein Pilotprojekt, wie bereitet man vor, man macht ein Proof of Concept und all diese Sachen. Ne? Und in der Praxis ist das oft so ein Kuddelmuddel aus irgendwas, was da passiert. Ne? Also das ist ja echt schön gemacht, wie im Lehrbuch. Ne? Ich glaube, das lag wirklich dran, dass wir beim ersten Mal das eben nicht so gemacht haben. Ne? Genau, wir haben gleich einmal die Finger verbrannt und dann... Also die Situation haben wir öfters bei Imbus, dass man wirklich halt irgendwo hinkommt, wo es dann heißt, ja, die Testautomatisierung ist gescheitert und so weiter. Und ja, meistens dürfen wir dann oder sammeln wir die Anforderungen an, weil irgendwo muss man ja überhaupt die Tools bewerten können, was halt im Vorfeld meistens nicht gemacht wird. Da wird halt das Nächstbeste irgendwie gefühlt genommen, was halt Google ausspuckt oder so. Und genau, dann muss man also wirklich gezielt darauf achten, passt das auch wirklich zum Team, wer soll dann mitarbeiten können, sollen die manuellen Tester eben auch irgendwo in der Lage sein, Testfälle zu spezifizieren oder ist das rein irgendwo von Techies zu realisieren, genau, dass man da gezielt drauf schaut. Und welcher Toolstack ist es dann geworden? Also in dem Fall ist es jetzt genau Robot Framework, weil wir mittlerweile echt sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben. Ist auch im Mobile-Bereich, also auch gerade dass man beide Welten dann vereinen kann, dass wir denselben Test für Android und iOS verwenden können, dass dann wirklich nur auf unterster Ebene unterschieden wird, dass durch die Business Keywords, heißt bei uns und so weiter, alles gleich bleibt und verwendet werden kann. Genau, und auch oben in einer natürlichen Sprache das Ganze formuliert werden kann. Also man muss keine Methoden schreiben können oder sonst irgendwas, sondern kann seine Keywörter verwenden und daraus dann seine Testfälle zusammenbauen und das Ganze auch noch Testdaten getrieben machen, wenn man will und so weiter. Und genau, da haben wir bisher sehr gute Erfahrungen gemacht und hat auch hier in dem Umfeld eigentlich perfekt gepasst. Also, wie habt ihr denn das dann konkret begonnen aufzubauen? Wie ging denn das dann voran? Das war dann recht kurzfristig letztes Jahr. Das war dann noch kurz vor Weihnachten. Ja, genau. Ja, ich meine, ihr habt ja so ein bisschen Erwartungen schon gehabt. Ne? Ihr habt ja schlechte Erfahrungen davor gehabt und wolltet dann irgendwo ja auch schnell Ergebnisse sehen können und auch wissen, dass das halt wirklich funktioniert, was man vorschlägt. Genau, und dann haben wir ein bisschen nochmal gegen Ende des Jahres rangeklotzt und haben es, glaube ich, dann ganz gut noch hinbekommen. Genau, ich glaube, dass wir den ersten Proof of Concept dann mal vorstellen konnten. Also ganz konkret haben wir das so gemacht. Wir haben Risk-Based Testing bei uns aufgesetzt im Endeffekt. Also wir haben uns die Testfälle des Regressionstests angeguckt, haben die dann eben bewertet nach dem Risiko, was dahinter steckt und haben dann im Endeffekt nochmal unsere Priorisierung nach P1, 2, 3 und 4 neu strukturiert. Das war ein bisschen so die Vorarbeit zu der Geschichte. Und ich glaube 30 Testfälle waren es dann, haben wir dann bis Jahresende eben nochmal automatisieren lassen. Man kann es ja ganz ehrlich sagen, man hat natürlich auch Anforderungen oder Erwartungen an den Dienstleister und wir wollten natürlich auch Christoph, und dem muss ein bisschen challengen. Ne? Also 30 Testfälle sind ja da, ne? Sind Wort. Aber sie haben es geschafft und das auch nicht schlecht. Also die waren echt super, die Testfälle. Das war auch der erste Eindruck. Deswegen ging es auch weiter. Aber das war ein bisschen für uns so die Challenge, ne? Zu sagen, Robot Framework klingt alles wieder super. Die 3 Testfälle waren auch gut. Aber wie schaut es denn mit der Masse aus? Also kriegen wir da auch die PS auf die Straße? Dementsprechend waren das tatsächlich 30 Testfälle dann nochmal, ich glaube, innerhalb von 2 Monaten. Und du hattest vorhin, glaube ich, noch gefragt, die Frage habe ich, glaube ich, übergangen, was die Technologie davor war. Ja. Wir hatten Cucumber mit der Gherkin-Syntax. Also eigentlich das Klassische, muss man sagen. Das haben, glaube ich, die letzten Jahre ganz viele gemacht. Ist halt ein völlig anderer Ansatz. Ne? Also der Cucumber mit Gherkin-Ansatz ist ja meines Erachtens Behavior-driven. Den Ansatz, den wir jetzt machen, ist Keyword-driven. Und wir wussten es selber nicht, aber scheinbar ist für unser Team ein Keyword-driven Ansatz eben besser oder halt praktikabler. Ne? Aber das musst du auch erstmal rausfinden. Da gibt es so viele Bücher dazu und so viele Lehrpläne wahrscheinlich. Aber am Ende des Tages musst du wirklich gucken, was passt zu meinem Team. Also
das ausprobieren. Ne? Da sagst du was total Richtiges, weil wir hatten auch im Podcast schon 2-3 Folgen auch zu Behavior-Driven Development und ich kenne es auch bei Unternehmen und die finden das immer total klasse. Ne? Und dann machen die auf einmal alles, dann werden alle Anforderungen, Akzeptanzkriterien dann wild in diese Sonntags gepackt, dass dann irgendwelche Monster entstehen wird und überhaupt nicht mehr drauf geschaut, was braucht das Team eigentlich? Ne? Wer kann denn sowas überhaupt schreiben? Kann ich meine Aufgaben überhaupt in sowas formulieren? Ne? Das ist ja nicht immer gegeben. Ne? Also es gibt einfach auch dann helfen dann andere Ansätze. Also das ist schon ganz wichtig, glaube ich, auch, dass man sich da selber schaut, was braucht das Team? Ne? Wie kann man da Testfälle gut schreiben? Ja, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass auch die manuellen Tester, wie ich jetzt auch eine bin, damit dann auch umgehen können. Bei unserem ersten Ansatz haben wir uns da eher schwer getan. Und ich denke, jetzt haben wir eigentlich die perfekte Lösung, dass die manuellen Tester ihr Fachwissen einbringen und Imbus in dem Fall eben das technische Know-how. Und das Zusammenspiel funktioniert da ganz gut. Und das ist ja auch wichtig, dass es dann am Ende funktioniert, dass wir dann auch wissen, was da geschrieben wird, das verstehen können und eben anhand von den Keywords dann auch selbst anwenden können. Also, dass wir auch in der Lage sind, damit selbst zu arbeiten und im Endeffekt dann den technischen Ball wieder zurückspielen, wenn da eben ein Keyword fehlt, dass das dann auch wieder umgesetzt wird. Wie war denn das für euch, also dieser Übertrag, also in dieses Keyword-Driven reinzugehen und die Keywords mal überhaupt zu finden, und jetzt Testfälle damit zu schreiben? Wie war denn für euch da diese Transformation dahin? Im Endeffekt, wir hatten ja auch dann einen Workshop, wo wir das zusammen dann nochmal ausgearbeitet haben. Ja. Es waren ja schon bestimmte Keywords definiert. Anhand von denen haben wir dann unsere ersten Testfälle auch selbst geschrieben. Und dann kriegt man da so langsam ein Gespür dafür, okay, was haben wir schon, was brauchen wir noch? Und da hat es dann eigentlich ganz gut funktioniert. Weil ja eure manuellen Testfälle eigentlich auch schon Keyword-driven waren. Also zumindest sehr in die Richtung. Also ich glaube, so groß war die Umstellung dann wahrscheinlich gar nicht. Und was ich auch denke, was wirklich wichtig war, war halt, dass wir von Anfang an eigentlich immer einen engen Austausch hatten. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass wir die 30 Testfälle still und heimlich irgendwie entwickelt haben und dann mal hingeknallt, sondern dass halt wirklich von Anfang an mehr regelmäßig der Austausch stattgefunden hat und Zwischenstände präsentiert werden, dass man sagt, passt das so für euch, soll man irgendwie, ist es zu abstrakt, muss man nochmal Anpassungen machen und so weiter. Also das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man wirklich von Anfang an das komplette Team mitnimmt, nicht irgendwie nur vor sich hin programmiert und dann am Ende sagt, so sieht es jetzt aus und viel Spaß. War auch was bei unserer Analyse stark rausgekommen ist, dass ein Problem war oder ist, wenn du das Testautomatisierungsteam komplett isolierst. Also wenn das wie ein eigenständiges Team ist und man wirklich, wie es Christoph beschrieben hat, die Testfälle nur rüberwirft und sagt, automatisier mal bitte und dann lassen wir die irgendwann laufen. Und das ist ein grundsätzlich falscher Gedanke aus meiner Sicht. Also du musst es wirklich hinkriegen, dass du das komplette Team da mitnimmst. Da muss im Endeffekt der Testmanager muss da mit drin sein, der muss sich technisch auskennen, die manuellen Tester müssen sich auskennen. Also du musst im Team auch die Rollen ein bisschen tauschen manchmal. Ne? Das ist klar ungewohnt, wenn du dann in so einer IDE plötzlich irgendwelche Keywords eingeben musst, das fühlt sich erstmal falsch an, weil es sich anfühlt wie eine Entwicklungsumgebung, ist es ja auch. Und wer halt einfach kein Entwickler ist. Aber diese Hürde, glaube ich, zu übergehen und dann wirklich das ganze Team einzuholen, das ist für mich eigentlich der Gamechanger. Ne? Weil wenn du das isolierst, dann fühlen sich die Testautomatisierer isoliert, sie unterstützen sich nicht gegenseitig. Und was wir auch erkannt haben, ist, dass jeder seine Stärken und Schwächen hat. Also ein Testautomatisierer ist halt technisch stark, ist aber vielleicht fachlich nicht so tief drin, dass er die Testfälle versteht. Ein manueller Tester ist fachlich immens stark, der versteht genau, was der Testfall meint, weil er ihn schon 100-mal gemacht hat. Er weiß auch, wie die Anwendung reagiert, hat aber das Technische nicht. Und das ineinander zu kriegen, daran, glaube ich, steht und fällt es am Ende dann auch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist sehr spannend. Also ihr habt dann losgelegt, wenn man jetzt heute so draufschaut oder so auf dem, wie viele Testfälle sind denn jetzt entstanden? Also es waren jetzt erst 3, dann waren es 30 und so. Jetzt baut ihr selber Testfälle schon. Was ist denn da jetzt so passiert? Wir haben ja jetzt Oktober, ne? Das ist ein Dreivierteljahr, ein bisschen mehr. Also aktueller Stand haben wir 1/3 von unserem Regressionstest automatisiert, teilweise sogar vollautomatisiert. Also das ist ja auch immer ein bisschen so die Trennung, automatisiere ich einen Testfall oder vollautomatisiere ich ihn? Vollautomatisieren bedeutet, du kannst ihn manuell komplett weglassen. Manchmal kannst du ihn aber auch nur teilautomatisieren.
Also aktuell haben wir 1/3 vom Regressionstest geschafft. Regressionstests sind so 150 Testfälle. Dementsprechend sind wir da eigentlich voll im Lot. Ich habe ja am Anfang gesagt, 60-70% ist die Zielvorgabe. Ich bin guter Dinge, dass wir da bis Jahresende hinkommen. Was aber auch nicht zu unterschätzen ist halt die Infrastruktur außenrum. Also wir haben auch Schnittstellentests aufgebaut. Wir haben eine Anbindung an eine mobile Device Cloud aufgebaut. Das heißt, die Gerätevielfalt haben wir schon mal einen Haken dran, auf jeden Fall. Das sind halt alles so Sachen, wo drumherum nochmal auch dazu können. Auch die Wartung der Testfälle, was wir auch schon festgestellt haben. Die 30 Testfälle, die wir Ende 2022 geschrieben haben, die konnten wir im März, April schon wieder warten. Also du musst auch eine permanente Wartung einbauen. Aber wir sind zufrieden. Also wir sind stabil unterwegs, möchte ich behaupten. Wir rennen jetzt nicht los und sagen, wir machen jetzt nur Quantität. Ich könnte jetzt auch sagen, wir haben jetzt schon 80 Testfälle automatisiert. Das wird vielleicht vom Management ganz gut sich anhören. Aber wenn diese 80 halt sehr flaky sind, also sehr instabil, bringt es mir wieder nichts. Ja. Ich meine, du hast ja gesagt am Anfang, ne, das Problem war ja, ihr habt die Automatisierung gehabt und dann gab es aber trotzdem kritische Probleme draußen. Ne? Und quasi trotzdem wieder musste man alles manuell testen. Ne? Und quasi jetzt habt ihr einen Teil von einem Regressionstest, von einem manuellen schon in dieser neuen Automatisierung. Und da ist jetzt natürlich schon die Frage, also als Manager würde ich jetzt auch fragen, ja, läuft denn das jetzt? Kann ich dem vertrauen? Ne? Oder wie ist so das Feedback auch, oder wie seht ihr das quasi die Stabilität nach außen? Bleibt die stabil, quasi von den manuellen Tests jetzt über die Automatisierung auch? Also Stand jetzt haben wir noch nicht die Automatisierung wieder vollumfänglich mit eingebunden in den Regressionstest. Einfach aus dem Grund, wenn wir das jetzt machen, dann würde ich ja diese 50, 60 Testfälle müsste ich ja komplett rausnehmen aus dem manuellen Test. Und diesen Schritt sind wir einfach noch nicht gegangen. Das liegt nicht an der Qualität, also die Tests laufen. Es lag jetzt einfach ehrlicherweise an den Releases, die wir hatten. Also du kannst die auch, das ist eine Erkenntnis, nicht bei jedem Release einfach mitlaufen lassen. Du musst ja auch die Schwerpunkte setzen. Wir hatten jetzt im Sommer zum Beispiel ein Release, da ging es um die Fahrtaufzeichnung primär. Das kriegst du mit der Automatisierung nicht hin. Klar kannst du so einen Tag wahrscheinlich an eine Drohne rankleben und die fliegt 3-mal um die Hook. Aber ob das produktionsnah ist, ne? Und du hast auch andere Features, zum Beispiel das Pairing, also dieser Tag muss gepaart werden. Das kriegst du da noch nicht mit hin. Und je nachdem, welche Schwerpunkte dein Release hat, geht es auch noch nicht. Ja. Was wir aber sagen können, ist, dass die automatisierten Tests schon Fehler gefunden haben. Also wir lassen die regelmäßig laufen. Und wir haben dadurch, glaube ich, schon 2, 3 kritische Fehler gefunden, die wir halt im Sprintzyklus nicht finden. Die hätten wir erst im Regressionstest gefunden. Und da hat sie uns schon geholfen, also Fehler einfach früher zu finden. Was ja auch wieder ein monetäres Thema ist. Ne? Das heißt, also ihr habt das quasi noch nicht voll in eurer Pipeline integriert, ihr stoßt die auch manuell an, wenn ihr sie braucht, wenn ihr sie durchführen wollt, dann lasst ihr die Automatisierung laufen. Ne? Genau, also sie sind in Jenkins integriert, aber genau, laufen halt jetzt dann, ja, ich glaube zurzeit jede Nacht mal. So. Ja. Genau, aber es ist jetzt noch nicht, dass sie jetzt irgendwie, wenn die Software neu gebaut wird, dann sofort durchlaufen. Da schauen wir dann, dass wir bis Jahresende noch hinkommen. Genau, also aber da muss es halt auch sinnvolle Zeiten sein, also nicht, dass es vielleicht bei jeder Änderung mit durchläuft, weil dann sind wir wieder bei der Wartung von den Testfällen, dass man da quasi nur am Warten ist. Ja. Und genau, man da sagt, dass man eher vielleicht so ein Weekly-Bild oder so mal abtestet. Ja. Bitte. Wir gehen jetzt ganz einfach recht langsam an, muss man sagen. Ja. Also wir versuchen erstmal die ganze Infrastruktur drumherum aufzubauen, bevor wir Testfälle wirklich einsetzen. Weil ich glaube, dann passiert genau wieder das, was davor passiert ist, dass die Testfälle vielleicht nicht so stabil sind, wie wir sie haben möchten. Und dann dreht sich ganz schnell wieder die Stimmung. Und deswegen ist es halt bei mir ehrlicherweise, ich möchte die erst einsetzen, wenn ich wirklich sage, drumherum passt auch alles. Es ist eine Anbindung zu unserem Jenkins da, zu unserem Jira. Und dann setzen wir die ein. Ja. Aktuell kriegen wir das ganz gut hin, weil wir, wie gesagt, sehr, sehr gute manuelle Tester haben. Weil die Qualität zu halten. Ja, super. Also vielleicht schauen wir noch einmal auf die 2 Ziele, die ihr euch vorgenommen habt. Das eine war ja quasi, der manuelle Tester kann Testfälle selber schreiben. Das habe ich jetzt gehört, ist für euch jetzt
kein Problem. Genau, das funktioniert macht ihr über gut. Die Keywords gut. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass es auch irgendwo Spaß macht. Ne? Also es ist ein bisschen Abwechslung, auch mal so tiefer in dieses Technische reinzugehen. Und dadurch versteht man vielleicht den einen oder anderen Begriff von unseren Entwicklern auch besser, wenn man das einmal selbst ausgeführt hat. Deswegen ist es auch für uns natürlich ein spannendes Thema. Und ist dann auch ein schöner Erfolg, wenn man dann sieht, man schreibt das, es funktioniert und am Ende drücke ich den Knopf und es wird hoffentlich auch grün, der Testfall. Genau. Ja, also da können wir Haken dran machen. Bei der Gerätevielfalt, wie habt ihr das gelöst? Du hast jetzt kurz erwähnt, eine Cloud. Wie macht ihr das konkret? So, da ist konkret Sourceless eben angebunden mit einer Mobile Device Cloud. Und das heißt, man kann dann beide Ausführungen sagen, ich möchte jetzt den Testfall auf iOS oder Android laufen lassen und mit welcher Gerätekonfiguration. Also wir haben dann auch jetzt ein paar Konfigurationen hinterlegt, dass man sagt, dass dann ein Gerät aus dem Pool, zum Beispiel Samsung oder ein Google Pixel mit Android 13 oder 12. Also wir haben da schon ein bisschen Variationen mit reingenommen und haben jetzt 3 Pakete mal definiert, wo wir sagen, das sind so die 3, also einmal Paket 1 so mit Prio 1, das sind die meist genutzten Geräte, gerade bei Android. Wie der Felix schon gesagt hat, bei iOS ist das Ganze ein bisschen weniger kompliziert. Und genau dann so ein bisschen drunter priorisiert, dass man halt sagt, okay, im dritten sind ja auch schon noch häufig genutzt, aber jetzt nicht mehr so die Top-Geräte, die wirklich weiter am Markt verbreitet sind. Und je nachdem kann man dann auch steuern, wie oft man die Automatisierung darauf laufen lassen will. Und laufen die dann auf physischen Geräten irgendwo anders oder auf irgendwelchen virtuellen Tralafitti? Nee, genau, das sind wirklich physische Geräte. Das war auch für uns wichtig, weil im Simulator da findet man nicht alles. Also der Simulator ist, macht vieles einfacher, aber genau die richtigen Ergebnisse bekommt man auf den richtigen Geräten. Ja, genau. Und da hat man dann oft nochmal irgendwelche Seiteneffekte, die so nicht auftreten. Und genau, da ist das eigentlich schon wichtig. Ja. Und genau, für uns ist dann auch noch wichtig, dass auch die manuellen Tester oder halt auch Felix als Testmanager das Ganze auch versteht, was da drin passiert. Also da ist einmal mit dem Keyword-Driven-Ansatz schon mal viel getan, aber auch, dass das Reporting dann verständlich ist. Also wenn dann ein Fehler auftritt, dass man auch wirklich weiß, okay, warum ist das Ganze jetzt fehlgeschlagen? Was wäre der Erwartungswert gewesen? Was ist wirklich angezeigt worden? Jetzt bei der Mobile Device Cloud ist noch das Schöne dran, man hat eine Videoaufzeichnung dabei, kann sich den Testfall dazu raussuchen und das Video dann nochmal anschauen, dass man halt wirklich dann nachvollziehen kann, an welcher Stelle es schiefgelaufen ist. Das hat man halt bei so einer eher technischen Umsetzung, wie es davor war, dann nicht. Dann bekommt man halt einen Stacktrace und das hängt dann erstmal wieder bei den Entwicklern. Ja. Wie ist denn das mit diese Gerätevielfalt? Bringt euch die gerade was? Also tauchen Fehler wirklich spezifisch auf einzelnen Geräten, Betriebssystemkombinationen auf, wo ihr sagt, da müsst ihr dann nochmal ran? Also wir haben ja auch die Schwierigkeit mit diesem Versicherungsprodukt. Das heißt, du musst ja auch angeben, auf welchen Geräten läuft die Software. Und da unterstützen wir aktuell noch ab Android 7 und ab iOS 14. Und dann gibt es aber auch wieder die Sicherheitsvariante oder das, bei Versicherungen und Banken, unsere Testgeräte zum Beispiel, müssen irgendwann automatisch abgedatet werden. Logisch, ne? Weil die neuesten Sicherheitsupdates brauchen. Das heißt, wir haben zum Beispiel gar keine physischen Testgeräte mehr mit Android 7. Ich glaube, das letzte hat jetzt Android 8 oder 9. Ja. Und so können wir halt trotzdem mal sagen, wir lassen jetzt mal einen Run auf älteren Geräten laufen von 7 bis 10. Was halt wichtig ist, wir monitoren das alles im Hintergrund. Also wir haben Daten, wo wir sehen, auf welchen Geräten sind die User unterwegs. Das schauen sich Alicia und Cenana monatlich an oder quartalsmäßig, je nachdem, was sich da tut. Das heißt, wir wissen eigentlich immer ganz genau, auf welchen Geräten sie unterwegs sind und können dann im Endeffekt auch diese Geräte anpassen. Ne? Wir haben ja diese, wie Christoph gesagt hat, 3 Pakete. Im ersten Paket, da muss es gehen. Also auf den Geräten sind die meisten User unterwegs, da müssen die Tests passen. Auf den zweiten sollten sie gehen, die dritten können wir mal sporadisch mitlaufen, aber das ist halt immer anpassbar. Und da musst du halt auch danach gucken dann. Also du brauchst irgendwie Analytics im Hintergrund, wo du dir die Geräte auch mal raussuchst. Ja, genau. Weil du kannst ja nicht würfeln. Ja, klar. Woher müssen die Infos auch kommen? Ja, super. Ich finde das einen ganz tollen Prozess, den ihr durchgemacht habt, weil also allein schon diesen Mut zu haben, da reinzugehen, das alles Alte wegzuschmeißen, neu zu machen und dann zu überlegen, was brauchst du denn eigentlich mit den Zielen und das dann auch jetzt so sukzessive umsetzen. Und es klingt ja auch, ihr seid sehr zufrieden damit. Das finde ich, das ist auch mal ein gutes Ding und auch
Also auch wie ihr das jetzt evaluiert, klingt für mich auch, dass es ja nicht jetzt wieder nur grüne Testfälle gibt und man weiß wieder nicht, was ist, sondern dass da auch wirklich jetzt auch Hand und Fuß dahinter steht. Und das finde ich ganz toll. Ja, ich bedanke mich sehr, dass ihr hier im Podcast Rede und Antwort gestanden habt. Alicia, Felix, Christoph, viel Spaß noch beim QS-Tag und viel Spaß noch weiterhin mit eurer Testautomatisierung, würde ich sagen. Ne? Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ja.